Norwegen fordert uns immer wieder aufs Neue heraus. Doch genau daraus entstehen die schönsten Augenblicke. Die kleinen, zufälligen Momente abseits der typischen Routen, die sich für uns auf Anhieb perfekt anfühlen. Zumindest wissen wir, wo wir durch müssen, denn immer den roten Pfeilen nach. Selbst wenn wir mal vor bekannteren Naturkulissen stehen, suchen wir genau dieses Gefühl wieder. Wir wollen diese Orte nicht nur abhaken, sondern in ihrer ganzen Stärke spüren und wählen den beschwerlicheren Weg. Wow! Krass! Auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Wow, was für eine Aussicht hier. Für uns bestätigt sich wieder einmal, so beeindruckend viele Orte sein mögen, die wahren Highlights, die Momente, die uns wirklich tief berühren, liegen woanders. Unsere Zeit ist limitiert und wir merken einfach, es gibt uns nicht so viel, wenn wir Orte besuchen, die komplett überlaufen sind, wo man sich eher so ein bisschen durchkämpfen muss. Hey, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir dachten eigentlich, dass wir heute einen schönen Tag haben, euch hier durch diese traumhafte Kulisse mitnehmen, aber jetzt fängt es auf einmal wieder an zu regnen. Also irgendwie haben wir da kein Glück und wir haben auch nachgerechnet. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit für Norwegen. Also sind wir gerade so in einer Phase, wo wir unsere Route überdenken und überlegen, wie wir das jetzt am besten machen die nächsten Tage und Wochen. Aber ja, auf der anderen Seite, Norwegen ist ja schön, egal wie das Wetter ist, egal wo man sich befindet, man findet immer schöne Ecken. Und das ist ja schon mal was Positives. Ganz schön unheimlich, diese Brücke. Diese Brücke war jetzt nochmal richtig wackelig. Ich glaube, das kommt so gar nicht rüber, aber die hat ja nur am Anfang und Ende diese Fixpunkte und dazwischen schwingt die so hin und her. Und man merkt halt eben auch, dass Baxi nicht mehr ganz so gut mit der Balance ist. Merkt ihm das Alter eben doch ein bisschen an. War so ein bisschen unsicher, aber er hat es voll gut gemacht am Ende, muss ich sagen. Es hat ihn nur einmal hingelegt und ich hatte die Leine auch extra kurz, damit ich ihn auffangen kann, bevor was passiert. Ja. Aber witzig, was es hier so gibt, einfach so zufällig an einem Fluss in irgendeinem Dorf. Die Menschen hier sind wieder so freundlich. Ich habe mich kurz mit dem Fischer unterhalten und er hat bestätigt, was ich gestern gelesen habe. Denn anscheinend kann man hier aus diesem Fluss Lachse fischen. Wie verrückt ist das? Ich müsste eigentlich mein Angelzeugs holen und hier versuchen, was rauszufischen. Aber wie Jessie ja schon meinte, erstens läuft uns hier ein bisschen die Zeit davon und zweitens, das Wetter spielt sowas von nicht mit. Ja, jetzt ist es gerade wieder gut. Vorhin hat es geregnet, genieselt. Also hier haben wir in den letzten Tagen alles Mögliche an Wetter gehabt. Eigentlich schade, denn seit wir in Norwegen sind, haben wir gefühlt
2, 3 schöne Tage gehabt. Nichtsdestotrotz, also die Landschaft hier ist ja trotzdem ein Traum. Und ich glaube, es macht es auch so ein bisschen mystisch, dass mit diesen Nebelschwaden über den Bergen. Also ich finde es eigentlich auf der einen Seite richtig cool, aber auf der anderen Seite könnte das Wetter ein bisschen besser sein. Ja, das war ja klar. Ja. Hier sind so viele Himbeeren, die kann man doch nicht einfach so vertrocknen lassen. Gibt's nachher fürs Frühstück. Bei dem Regen trocknet hier gar nichts aus. Ja, das stimmt. Und es ist auch echt eklig. Baxi ist schon richtig angepisst, dass wir ihn bei dem Wetter rausnehmen. Hat auch niemand erwartet, dass es noch mal regnet. Es war ja gutes Wetter, vorher gesagt. Naja. Ich nehme hier noch 2, 3 und dann können wir, glaube ich, auch langsam zum Van zurück, okay. Oder? Wir haben hier noch ein bisschen Reisreste von gestern. Also gibt es für mich ein süßes Himbeer-Milchreis-Frühstück, improvisiert. Mit ein bisschen Zimt, bisschen Milch. Das wird richtig gut. Man muss nur ein bisschen gucken wegen den Krabbelfiechern, weil man hat schon gemerkt, ich habe die Himbeeren gewaschen und trotzdem hat sich da ein bisschen was bewegt. Darum, ja, muss man vielleicht einmal mehr drüber gucken, damit man nicht mehr Proteine hat, als man will. Aber ich bin zuversichtlich, das wird sicher gut. 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 Es gibt eine Sache, bei der ist uns völlig egal, ob es regnet oder die Sonne scheint, denn etwas begleitet uns schon praktisch von Tag 1 an auf unseren Reisen und das sind die Reisehandtücher von Valleys & Hills. Über die Jahre sind auch weitere Produkte von ihnen bei uns dazugekommen und darum freuen wir uns jedes Mal besonders, wenn wir euch von ihnen erzählen dürfen. Und wir haben auch diesmal wieder einen Rabattcode für euch. Kaum ein Produkt nutzen wir so regelmäßig in unserem Vanlife-Alltag wie die Reisehandtücher von Valleys & Hills, sei es nach dem Aufstehen am Morgen, beim Duschen auf dem Campingplatz oder wenn das Wetter doch auch mal mitspielt, gerne auch nach dem Sprung ins kalte Nass zwischendurch. Und da kommen auch die Ponchos natürlich regelmäßig zum Einsatz, denn ja, die wirft man so schnell über und man kann sich richtig schön einkuscheln. Was es für uns ausmacht, alles fühlt sich so angenehm an auf der Haut. Die Textilien sind zu 100% aus Bio-Baumwolle und komplett plastikfrei. Sie trocknen außerdem super schnell und das macht gerade die Reisehandtücher zur perfekten und nachhaltigen Alternative zu den typischen Mikrofaserhandtüchern, ganz ohne Kompromisse beim Packmaß. Dazu stehen wir voll hinter den Werten von Christina und Andreas, den Gründern von Valleys & Hills. Sie entwickeln ästhetische und nachhaltige Camping-Essentials und legen dabei aber auch Wert nicht nur auf Qualität, sondern gleichzeitig auch auf faire Lieferketten und Produktion in der EU. Und das ist in dieser Branche gerade absolut keine Selbstverständlichkeit. Wenn ihr noch auf der Suche nach den perfekten Camping-Essentials seid, schaut unbedingt bei Valleys & Hills vorbei. Mit unserem Rabattcode ChippyTravelers10 erhaltet ihr für die nächsten 14 Tage 10% Rabatt auf euren gesamten Warenkorb. Scannt dazu am besten unseren QR-Code ein oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Frühstück war lecker, wir sind wieder gestärkt und auch ein bisschen trocken wieder. Und für uns geht es jetzt weiter, nämlich zu einem der spektakulärsten Orte hier in Norwegen. Wir sind angekommen und das Thema Wasser begleitet uns weiterhin, aber diesmal werden wir hoffentlich nicht nass.
Ihr hört es vielleicht auch schon, hier tost ein riesiger Wasserfall. Und ich mache ja immer ein bisschen Scherze über Wasserfälle von wegen Wasser und Schwerkraft, wie spektakulär. Aber ich würde sagen, Vöringfossen ist wirklich spektakulär. Der Vöringsfossen gehört zu den eindrucksvollsten Naturschauspielen Norwegens. Wenn man an der Kante dieser gigantischen Schlucht steht, spürt man die unbändige Energie der Natur am eigenen Körper. Aus einer Gesamthöhe von 182 Metern rauscht das Wasser in das steile Tal hinab. Gewaltige 145 Meter davon in völlig freiem Fall. Kaum zu glauben, aber durch die Regulierung für ein Wasserkraftwerk fließt hier heute nur ein Bruchteil des ursprünglichen Wassers. Ohne diesen Eingriff würde fast die 5-fache Menge durch die Schlucht donnern. Über ein aufwendig angelegtes Netz aus Wegen und Plattformen lässt sich dieses Naturschauspiel aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erleben. Das absolute Highlight ist dabei die spektakuläre Treppenbrücke. Sie spannt sich über 47 Meter direkt über die Schlucht, sodass man auf 99 Stufen frei über dem Abgrund schwebt. Boah, das war jetzt richtig unheimlich. Also Höhenangst und diese Treppe, das ist keine gute Kombination. Aber auf der anderen Seite, ich finde es ja richtig cool, dass das hier so, also diese Infrastruktur auch geboten wird. Das ist alles frei zugänglich und man kann in diesem unwegsamen Gelände dem Fall auch diese Wasserfälle hier überhaupt bestaunen, weil sonst würde man ja hier überall gar nicht gut hinkommen. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass Wasserfälle nicht so mein Ding sind. Aber das hier unten, das ist schon ziemlich heftig. Ich dachte ja, dass das auch viel mehr Touristen anlocken würde, aber eigentlich verläuft sich's ganz gut. Also man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass man sich hier überall durchdrängen muss, aber trotzdem würde ich sagen, wir sehen uns noch mal eine andere Perspektive an, weil hier sind wir immer auf dieser oberen Ebene von diesem Bergplateau. Aber ich finde ja, Wasserfälle kommen noch viel mehr zur Geltung, wenn man sie von unten sieht. Und eigentlich wollten wir das nicht machen, aber wir machen es jetzt doch, weil irgendwie ist er ja doch schon imposant. Wir haben gerade noch gelesen, dieser Weg soll ja zum spektakulärsten Ausblick zum Wasserfall führen. Und man hört ihn auch schon tosen, also so weit kann es nicht sein. Darum haben wir auch gesagt, wir nehmen gleich noch Baxi mit, weil ja, er hat jetzt genug gechillt, darf mit uns mitgehen. Da nach hinten gehen wir hin. Ja, Baxi ist im Abenteuermodus. Los geht's. Da kommt man doch gut ins Schwitzen, um diesen einen Wasserfall zu sehen. Aber hey, zumindest wissen wir, wo wir durch müssen, denn immer den roten Pfeilen nach. Und so weit ist es ja zum Glück nicht.
Aber es ist schon eine Challenge, vor allem auch für Baxi. Aber der macht es richtig gut. Zurück werden wir ihn wahrscheinlich tragen. Hier stand anscheinend mal eine Hütte für die Touristen, die zum Wasserfall gehen wollten. Und ich habe keine Ahnung wie, aber hier sollen wohl 5, 6 Betten drin Platz gehabt haben. Und ich dachte erst so, hä, wir sind doch gleich da, wozu? Aber bei dem Weg, ich verstehe es. Ich kann auch eine kleine Pause vertragen. Das ist echt, also wir haben ja von unwegsamem Gelände gelesen, aber so hatten wir es uns nicht erwartet. Macht Spaß, aber auch müde. Wow. Wow. Krass. Das ist mal ein Anblick auf den Wasserfall. Das ist brutal. Als hätten wir heute nicht schon genügend Hängebrücken gehabt. Aber die ist zumindest ein bisschen stabiler, nicht? Was? Ist die stabiler? Hä? Ich höre nichts. Und falls ihr euch fragt, ob sich die Wanderung gelohnt hat, auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Wow, was für eine Aussicht hier. Wow, wir sind hier wirklich komplett in einer neuen Szenerie gelandet. Was Norwegen doch alles zu bieten hat. Wir sind nur ein Stückchen weiter südlich, naja doch, wir sind ein ganz schönes Stückchen weiter südlich gefahren. Aber ja, dass es gleich so anders ist, hatte ich nicht erwartet. Das ist so ein Kontrast zu diesen Fjords und den hohen Bergen, die wir die letzten Tage und Wochen immer hatten. Und jetzt hier einfach so ein Sandstrand. Und ja klar, Robert und ich sind begeistert, aber Baxi, der rennt hier über den Sand, der findet das richtig schön. Ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal so habe rennen sehen. Ja, da geht einem einfach richtig das Herz auf. Aber ihr seht, ich bin auch trotzdem warm eingepackt. Die Sonne zeigt sich zwar zum ersten Mal seit gefühlt einer Ewigkeit, aber es ist trotzdem ganz schön frisch und es geht ein ganz schön starker Wind. Aber ja, es ist einfach richtig schön hier. Der Wind ist ganz schön eisig, auch wenn jetzt die Sonne rausgekommen ist. Also ihr seht, wir sitzen hier mit Mütze und Schal und Pullover. Also wirklich warm ist es nicht. Ja, allgemein, seit wir in Norwegen sind, ist es richtig kalt.
Es regnet gefühlt jeden Tag. Unsere Standheizung läuft jeden Tag. Wir haben ein bisschen Pech mit dem Wetter hier in Norwegen, nicht? Ja, schon. Ja. Vor allem, man hört ja doch auch, dass es anders sein kann. Ja, vor allem jetzt auch die Fahrt hier an die Küste. Da gab es ein paar Highlights, die wir jetzt ausgelassen haben, weil es einfach nur durchgeregnet hat und auch Regen für die nächsten Tage angesagt war. Also was sehr schade ist, wir haben Wasserfälle gesehen direkt am Straßenrand. Die waren unglaublich. Also ich hätte gerne angehalten und ich hätte das gerne auch mehr filmerisch mitgenommen, aber bei dem Wetter hat es halt einfach gar keinen Spaß gemacht. Ja, jetzt frühstücken wir was und dann versuchen wir den heutigen Tag wenigstens mit dem schönen Wetter zu nutzen. Auf jeden Fall. Und fahren in die Stadt. Nachdem wir in Norwegen fast ausschließlich in der Natur waren, haben wir beschlossen, dass wir den heutigen Sonnentag für eine kleine Stadtbesichtigung nutzen. Wir sind in Stavanger, obwohl ich sagen muss, also Stadtbesichtigung, ich weiß nicht, hier im Hafen fühlt es sich eher an wie ein kleines Städtchen, ein kleines Dorf, aber das ist ja absolut nichts Schlechtes, im Gegenteil. Wir finden ja gerade gemütliche Stimmung umso schöner. Direkt hier am Hafen sieht man auch diese Hüttchen, wo man verschiedene Touren und Ausflüge buchen kann. Und man sieht da auch immer ein bisschen so dieselben Namen. Klar, es gibt ein paar Highlights in Norwegen, die die Leute einfach sehen wollen. Preikestolen, Trolltunga, einige der Fjords. Die Bilder sehen ja toll aus. Aber wir haben uns da eigentlich mehr oder weniger bewusst dagegen entschieden, die zu besuchen, denn unsere Zeit ist limitiert. Und wir merken einfach, es gibt uns nicht so viel, wenn wir Orte besuchen, die komplett überlaufen sind, wo man sich eher so ein bisschen durchkämpfen muss. Und wir wollen dann halt nicht noch 2 zusätzliche Touristen da an dem Ort sein. Aber ja, vor allem geben uns einfach diese, wie zum Beispiel dieser Platz am Fluss oder hier am Strand, das gibt uns einfach so viel mehr. Wir waren richtig überrascht, als wir erfahren haben, wie alt die Stadt schon ist. Die Wurzeln von Stavanger reichen bis vors Mittelalter und es gab immer wieder so Entwicklungsstufen. Also eine Zeit lang war die Heringfischerei hier sehr wichtig. Dann ein bisschen später hat sich das eher zu einer Industriestadt verwandelt, wo auch richtige Slums hier waren. Es war, glaube ich, wirklich ziemlich schmuddelig. Es wurde eine Zeit lang 70% aller Konserven von Norwegen hier produziert. Und dann in der jüngeren Geschichte kam das Öl. Mittlerweile ist Stavanger die Ölhauptstadt von Norwegen. Daher kommt auch viel vom Reichtum und die Stadt hat sich zu einer wirklich modernen Großstadt gemausert. Es leben fast 200.000 Menschen hier. Und dafür ist es richtig gemütlich hier und man sieht auch total den Kontrast eben von dieser Altstadt, von der alten Architektur, aber auch diesen neuen, höheren Gebäuden, die da eben so ein bisschen sinnbildlich für diese Entwicklung stehen. Der Altstadtkern von Stavanger wirkt ja bisher eher schlicht mit seinen vielen weißen Holzhäusern. Aber es gibt hier eine Gasse, Fargegaten, die ist komplett anders. Da ist alles bunt und farbig, da hängen überall Wimpel und Lichterketten, ganz viele Cafés, wo die Leute draußen sitzen, sich unterhalten. Es hat aber nochmal gleich einen komplett anderen Charakter.
Ich finde es ja sowieso viel interessanter, wenn alles bunt und ein bisschen schrill ist. Und ja, hier in Stavanger sieht man gefühlt auch an jeder Ecke diese Murals. Und das macht die Stadt einfach so viel interessanter. Ich mag es nicht, wenn alles so steril ist. Und hier, ja, hier sind wir am richtigen Ort. Es gibt keinen Städtebesuch ohne was zu essen, oder? Ja, und Kaffee. Und Kaffee, natürlich. Das habe ich jetzt gerade mitgezählt. Kanelsnurr, natürlich. Wir waren ja in Schweden schon in den im Zimtschneckenfieber und hier nennen sie es Zimtschnur. Und das wird halt so rundherum gewickelt. Sieht ein bisschen anders aus. Aber es ist genauso lecker. Boah, sieht doch toll aus, oder? Ja. Kann mal reinbeißen. Und schmeckt's? Glaube ich überall Zimt. Sehr lecker. Schön saftig wieder. Man schmeckt auch den Kardamom raus. Sehr gut. Ich glaube, hier oben findet die richtige Party statt. Wir wurden einfach nicht eingeladen. Wieso sind wir nicht da? Wieso? Keine Ahnung. Naja. Ich würde sagen, nach so viel Natur war es die richtige Entscheidung, auch mal sich eine Stadt anzusehen. Stavanger hat mich eigentlich positiv überrascht. Ja, voll, war richtig schön. Ja. Also, mir hat es auch gut gefallen. Ja. Wenn es euch auch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal. Hype das Video, vergesst es nicht und kommentiert fleißig. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Lachse zu fischen sind.